In diesem Lehrvideo zeigen wir Ihnen die Bestimmung des Wassergehalts im Trocknungsofen. Der Wassergehalt einer bindigen Bodenprobe wird als Prozentzahl ausgedrückt. Er ist eine wichtige Kenngröße bindiger Böden, da er die Konsistenz des Bodens und damit viele andere seiner Eigenschaften bestimmt. Außerdem wird der Wassergehalt für viele Laborversuche als Hilfsgröße benötigt, zum Beispiel zur Bestimmung der Zustandsgrenzen oder für die Auswertung des Proctor-Versuchs. Die Bestimmung des Wassergehalts von Böden besteht in der Ermittlung des Masseverlusts, der beim Trocknen der Probe bis zur sogenannten Massenkonstanz im Trocknungsofen eintritt. Die Ofentrocknung ist das in der Laborpraxis übliche Verfahren. Daneben können gegebenenfalls Schnellverfahren angewandt werden, die in diesem Lehrvideo allerdings nicht behandelt werden sollen. Um den Wassergehalt bestimmen zu können, braucht man folgende Geräte: einen Trocknungsofen, ein Thermometer, eine Waage, ein Probenbehälter, eine Bodenprobe und einen Exikator. Zur Bestimmung des Wassergehalts einer Bodenprobe sollte diese in luftdichten Behältern verpackt ins Labor gebracht und dort gelagert und der Versuch so schnell wie möglich nach Probennahme durchgeführt werden, damit kein Wasser verdunstet. Die Mindestprobenmenge ist abhängig vom maximalen in der Probe enthaltenen Korndurchmesser. Handelt es sich um einen feinkörnigen Boden mit Partikelgrößen von maximal 0,063 mm Durchmesser, reichen 30 Gramm Boden aus. Die erforderliche Probenmenge steigt mit zunehmendem maximalen Korndurchmesser. Für eine Probe, bei der das größte Korn Kies ist und einen maximalen Korndurchmesser von 31,5 mm hat, werden 3 Kilogramm Boden benötigt. Für eine Probe mit einem Größtkorn von 63 mm, das ist der Übergang von Grobkies zu Steinen, werden sogar 21 Kilogramm Boden benötigt. Die feuchte Probe wird in einen sauberen, trockenen Behälter mit bekannter Masse mc gefüllt und gewogen. Diese Masse wird als M1 notiert. Anschließend wird die Probe zusammen mit dem Behälter in den Trocknungsofen gestellt und bei 105 bis 110 Grad Celsius bis zur Massenkonstanz bzw. bis zur Mindestdauer getrocknet. Die Temperatur kann mit dem Thermometer überprüft werden. Die Mindestdauer der Trocknung beträgt bei feinkörnigen Böden ca. 16 Stunden, bei grobkörnigen Böden ca. 4 Stunden. Die Massenkonstanz ist dann erreicht, wenn innerhalb eines Zeitraums von mindestens einer Stunde die Massenveränderung des getrockneten Bodens weniger als 0,1% beträgt. Zur Abkühlung wird der Behälter mit der Probe in einen Exikator gestellt. Der Exikator verhindert, dass die Masse der Probe sich dadurch verändert, dass sie Wasser aus der Luft zieht. Die Probe bleibt hier bis zur späteren Wägung also vollkommen trocken. Nach Abkühlung wird die getrocknete Probe inklusive Behälter gewogen und diese Masse als M2 notiert. Mit den Massen mc, M1 und M2 lässt sich nun der Wassergehalt W der Probe bestimmen. Dieser ist definiert als der Quotient der in dem Boden enthaltenen Wassermasse Mw und der Masse des trockenen Bodens Md. Dabei ergibt sich die Wassermasse aus der Differenz der Masse M1 des feuchten Bodens vor der Trocknung und der Masse M2 des trockenen Bodens nach der Trocknung. Die Masse des getrockneten Bodens ergibt sich aus der Masse M2 und der Behältermasse Mc. Schauen wir uns die Wassergehaltsbestimmung nun an einem konkreten Beispiel an. Hier haben wir einen feinkörnigen Boden, dessen Wassergehalt wir ermitteln wollen. Der Probenbehälter hat ein Gewicht Mc gleich 135,38 Gramm. Die Probe enthält hauptsächlich Feinkorn, das Größtkorn hat einen Durchmesser von 0,063 mm. Der Versuch soll laut Norm also an mindestens 30 Gramm feuchter Bodenprobe durchgeführt werden. Diese Masse wird nun in den Behälter gegeben. Behälter und Bodenprobe werden gewogen und das Gewicht als M1 gleich 185,31 Gramm notiert.
Die Probe im Behälter wird nun im Trockenofen ca. 16 Stunden getrocknet. Danach kommt sie zum Abkühlen in den Exsicator. Nach dem Abkühlen im Exsicator wird die Bodenprobe erneut gewogen. Das Gewicht M2 gleich 176,65 Gramm wird notiert. Der Wassergehalt wird nun aus dem Quotienten der Masse des Wassers Mw und der Masse des getrockneten Bodens Md berechnet. Hierbei ergibt sich die Masse des Wassers aus M1 minus M2 zu 8,66 Gramm und die Masse des getrockneten Bodens aus M2 minus Mc zu 41,27 Gramm. Der Wassergehalt beträgt damit 20,98%. Sie haben nun gesehen, wie der Wassergehalt einer Bodenprobe bestimmt wird. Es sind nur wenige Handgriffe und Formeln, aber das Ergebnis ist für viele Laborversuche und Berechnungen sehr wichtig.